Moin, ich unterbreche mal meine Lampentestserie, weil ich ein Sigma ROX 2.1 Evo bekommen habe und den vergleiche ich mal auf vielfachen Wunsch mit meinem Wahoo Element Roam V2. Also es geht um diese beiden Geräte und ich erspare mir jetzt mal eine genaue Vorstellung der beiden Geräte. Davon gibt es schon einige Videos im Netz, sondern gehe genau auf die Unterschiede der beiden Geräte rein. Also was ist gleich, wo unterscheiden die sich? Ich werde mit beiden Geräten rausfahren in die Sonne, die scheint heute wie verrückt. Guck mal, wie die sich draußen schlagen und dann gibt es ein abschließendes Fazit. Also erstmal, was ist ziemlich gleich bei beiden Geräten, das ist eine ganze Menge. Also die sind ziemlich beide gleich groß, der Sigma einen Tick länger, der Wahoo ein bisschen breiter. Das Gewicht ist ziemlich gleich, Sigma wiegt ein paar Gramm mehr. Der Preis ist auch ziemlich gleich, 3,79 Sigma, 3,99 Wahoo, aber je nach Angebot im Netz ist mal der eine oder andere billiger oder teurer. Ausstattung ist auch bei beiden gleich, es gibt beide in einem Basispaket, da ist nicht viel mehr drin, außer das Gerät selber, ein Halter, so ein Aero Outfront Halter und noch ein Halter für den Vorbau, jede Menge Papierkram. Das ist bei beiden gleich und bei beiden gleich gibt es auch die Option, ein Paket mit Sensoren für Aufpreis zu erwerben. Auch gleich ist die Auflösung 400 x 240 Pixel bei beiden Geräten. Der Bildschirm ist in beiden Fällen ein transreflektiver, hintergrundbeleuchteter Farbbildschirm. Also je mehr Sonne, desto besser, jedenfalls in der Theorie. Gucken wir gleich mal, ob das funktioniert. Beide sind ausgestattet mit Karten von der ganzen Welt. Ja, müsst ihr zum Teil nachladen, aber gibt es halt kostenlos bei beiden Herstellern. IP-Klassen sind gleich, also ihr könnt beide Geräte kurz bis zu 1 Meter tief ins Wasser tauchen. Also Regen sollten sie beide gleich gut abkönnen. Es lassen sich Sensoren verbinden, beide identisch, also die ganzen üblichen Sensoren, Trittfrequenz, Geschwindigkeit, Powermeter, inklusive Garmin, Radar und elektronische Schaltung. Ja, und tatsächlich kann der Wahoo noch ein ganz bisschen mehr, der kann auch noch Kamper, elektronische Schaltung anbinden und Sauerstoffsättigungsmesser, also wenn ihr das ganz genau nehmen wollt, dann braucht ihr vielleicht einen Wahoo. Ja, auch gleich ist die Anbindung mit den Portalen, also die wichtigsten, Komoot, Strava, da könnt ihr die Geräte natürlich mit verbinden. Auch GPX, File-Upload geht direkt über die Apps. Auch hier ein ganz bisschen mehr noch bei Wahoo, der noch ein paar Portale mehr unterstützt. Ja, wenn ihr die Route verlasst, können beide Rerouting und euch wieder auf die ursprüngliche Strecke zurückführen. Auch das werden wir gleich mal draußen testen. Workouts sind vorinstalliert, also wenn ihr Hardcore trainieren wollt, findet ihr dort entsprechende Trainings auf den Geräten und wenn euch die nicht reicht, könnt ihr die mit Training Peaks noch erweitern. Beide lassen sich per App von Smartphone einrichten, habe ich auch schon durch, geht in beiden Fällen tatsächlich super einfach. Ein bisschen anders, mal hier, mal da, aber im Großen und Ganzen total einfach. Und beide lassen sich über USB-C aufladen. So, das war in einem Schnelldurchgang alle Punkte, wo die Geräte ziemlich ähnlich sind. Viel spannender ist natürlich, wo unterscheiden sich die Geräte. Und da fangen wir mal mit dem Sigma und seinen Vorzügen gegenüber dem Wahoo an. Und ich versuche möglichst subjektiv zu sein. Ich bin ja Wahoo-Fanboy. Ich versuche aber mal, das nicht doll raushängen zu lassen. Der Sigma ist made in Germany. Also wenn ihr hier die lokale Industrie unterstützen wollt, dann kauft lieber Sigma und nicht den Wahoo aus den USA. Und da ist er wahrscheinlich auch nicht hergestellt. Dann ist der Bildschirm größer, also 3 Zoll versus 2,7 Zoll beim Wahoo. Zwar gleiche Auflösung, aber dadurch potenziell wahrscheinlich ein bisschen besser abzulesen. Und dann ist es hier ein Touchscreen, also nicht nur über Buttons zu steuern wie der Wahoo, sondern ihr könnt auch drauf rumwischen. Ob das wirklich hilfreich ist in der Benutzung, schauen wir uns gleich mal draußen an. Was tatsächlich sehr cool ist, ist, dass man die Routen selektiv übertragen kann. Also bei dem Wahoo
gibt es alles oder nichts. Also ich kann ihn mit Komoot synchronisieren und dann werden alle Komoot-Routen hier übertragen. Wenn man da sehr viele auf Komoot hat, dann wird es unübersichtlich. Hier lässt sich die einzelnen Routen auswählen. Ich kann hier auf die Tracks gehen. Hier werden mir alle Routen aus Komoot angezeigt. Ich habe hier mal eine Sigma Rocks Test Route auf Komoot erstellt. Die kann ich jetzt markieren und dann wird sie auch schon Synchronisation gestartet, zum Rocks rüber gebeamt und jetzt ist sie auch schon drüben. Genau, also da kann ich genau auswählen, welche Routen ich auf dem Gerät haben will und welche nicht. Auch sehr schön ist das Einrichten der Datenseiten. Genau, ich habe hier mal eine Seite eingerichtet. Ich mache noch mal eine neue dazu. Seite 5. Da gibt es dann verschiedene Templates. Das finde ich tatsächlich ganz nett. Also mit verschiedenen, nur ein einziges Datenfeld bis hin zu 10 Datenfeldern und das in verschiedenen Anordnungen. Also auch mal hier so ein großes oben rechts oder in der Mitte. Also das finde ich ganz nett mit den verschiedenen Templates, um die Datenfelder einzurichten. Ansonsten ist das Einrichten von Datenfeldern völlig identisch zu Wahoo. Und der größte Unterschied ist wahrscheinlich, dass Sigma Profile unterstützt. Also ich bin gerade im Gravel-Profil. Es gibt aber noch diverse andere Rennrad, Mountainbike, normales Rad, E-Bike, Gravel, Indoor Cycling und man kann auch noch, ich glaube, bis zu 20 verschiedene Profile anlegen. Und die Profile kann man dann natürlich auch auf dem Sigma direkt dann auswählen. Also je nachdem, auf welches Rad ihr gerade springt, wählt ihr das passende Profil aus und in jedem Profil könnt ihr dann die Datenseiten unterschiedlich gestalten. Ihr habt unterschiedliche Möglichkeiten der Navigation, also wie ihr navigiert werden wollt von dem Gerät. Beim Rennrad mehr Asphalt, mit dem Mountainbike mehr Gelände, unterschiedliche Alarme. Ihr könnt die Auswertung dann separat nach Profil ablegen. Also das ist wirklich ziemlich cool. Ja, apropos Navigation, das kann der Sigma auch ein bisschen besser als der Wahoo. Also ihr könnt direkt auf dem Gerät zum Beispiel eine Adresse eingeben und euch dahin navigieren. Ihr könnt Punkte auf der Karte setzen und euch dahin navigieren. Ihr könnt aber auch POIs auswählen, also Point of Interests. Und ich mache das mal, Navigation. POIs an der aktuellen Position. Genau, und dann wird mir schon alles Mögliche angezeigt. Also Geldautomaten, Restaurants, Apotheken, Ärzte, keine Ahnung. Ich wähle mal irgendwas aus. Geldautomat. Genau. Also dann zeigt er ja den nächsten Geldautomaten und ich könnte jetzt sagen Start und dann navigiert mich der Sigma dahin. Das ist natürlich ganz cool, gerade wenn man irgendwo ist, wo man sich überhaupt nicht auskennt und irgendwie einen Café sucht oder sonst was, kann man das hier über die POIs auswählen und sich hin navigieren lassen. Und was auch nur der Sigma kann, ist eine Sturzerkennung. Also ihr könnt da einen Notfallkontakt hinterlegen, ihr könnt auch Notfalldaten hinterlegen, also sowas wie eine Blutgruppe. Und wenn der Sigma einen richtig fiesen Sturz erkennt, zählt dann Countdown runter. Und wenn der den nicht abbricht, dann wird über das gekoppelte Smartphone ein Notfallkontakt informiert. Und natürlich die Vorzüge vom Wahoo. Erstmal 32 GB Speicher versus 8 GB. Ja, also wenn ihr um die ganze Welt rumradeln wollt, werdet ihr hier nicht alle Karten drauf kriegen. Hier schon. Plus diverse gespeicherte, geplante Routen, gemachte Routen, Workouts und so weiter. Also den kriegt ihr so schnell nicht voll, den Speicher. Beim Sigma müsst ihr vielleicht ab und an mal aufräumen. Aber auch 8 GB ist jetzt nicht so wenig. Dann soll der Akku länger halten, also 17 Stunden versus 14 Stunden. Wobei das ist mit Vorsicht zu genießen. Also je nachdem, wie viele Sensoren ihr gekoppelt habt, wie oft die Hintergrundbeleuchtung angeht oder, ist das wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Ja, wir testen mal heute
Ich fahre gleich mal mit vollem Akku los und gucke mal nach 30 Kilometer, wie viel Akku wir noch haben. So als ganz groben Richtwert reicht das vielleicht. GPS ist auch auf dem Papier besser bei Wahoo, nämlich mit Multiband-GPS, also mehrere Frequenzen gleichzeitig kann der Wahoo empfangen. Sigma ist ein Singleband-GPS-Empfänger. Satellitensysteme kennt Sigma 3 Stück, GPS, GLONASS und Galileo. Wahoo kennt auch noch die Chinesen und noch so das ein oder andere dazu. Ja, auch das vergleichen wir gleich mal draußen im Wald. Das Übertragen von Routen geht bei Wahoo auch ohne die App. Tatsächlich benutze ich beim Wahoo die App eigentlich nie. Ich plane meine Routen auf Komoot und synchronisiere dann den Wahoo einfach in meinem WLAN und dann sind die da drauf. Das geht bei Sigma nicht. Also wenn ihr hier Routen raufladen wollt, führt kein Weg an der App vorbei. Ja, beim Sigma gibt es farbige Datenfelder, aber die sind statisch farbig. Beim Wahoo könnt ihr auch farbige Datenfelder je nach Leistung hinterlegen. Also ihr könnt ein Herzfrequenzfeld einstellen und wenn das einen bestimmten Wert überschreitet, dann wird das rot. Und das gleiche gilt für die LED-Seiten am Rand. Auch die gibt es nur beim Wahoo und auch die könnt ihr für verschiedene Dinge einstellen. Zum Beispiel auch für Leistungswerte, also anhand der LED-Leiste genau sehen, in welchem Powerbereich ihr gerade fahrt oder Herzrhythmus oder Trittfrequenz. Ihr könnt die auch als Navigationsabbiegehinweise mit benutzen. Ja, auch das gibt es nur beim Wahoo. Was auch nur der Wahoo kann, ihr könnt in die Datenseiten rein und raus zoomen. Klingt jetzt vielleicht erstmal kleinlich, aber ich benutze das tatsächlich ziemlich oft. Also ich habe hier zum Beispiel auf meiner Hauptseite jede Menge Werte, auch welche, die ich eher selten brauche. Und dann zoome ich einfach rein und sehe sie nicht. Und dafür die anderen Werte umso größer. Und wenn ich doch mal sowas brauche wie, keine Ahnung, die aktuelle Temperatur, dann zoome ich raus und dann wird das Datenfeld eingeblendet. Also rein und raus zoomen in den Datenseiten kann nur der Wahoo. Softwareseite gibt es natürlich auch noch Änderungen. Vor allen Dingen Summit Climb heißt es so. Ich glaube schon. Also der Wahoo erkennt, wie viele und welche Anstiege auf eurer Route vor euch liegen. Zeigt ihr euch in einer Liste an und wenn ihr dann in den Anstieg reinfahrt, dann springt die entsprechende Datenseite auch an und zeigt euch zu dem Anstieg alles mögliche an Daten. Also Restzeit, Reststeigung, Restprozente. Ja, und belohnt euch, wenn ihr oben seid. So, bevor wir jetzt losfahren, testen wir nochmal beide und starten die und warten auf den GPS-Fix und messen mal die Zeit, wie lange das dauert. So, los geht's. So, der Wahoo ist nach 36 Sekunden gestartet, hat aber noch keinen GPS-Fix. Der Sigma bootet noch. Macht aber, glaube ich, im Hintergrund schon ein bisschen was. Genau, und da ist der. Und hat auch schon GPS-Fix. Also der Wahoo sucht noch seine Satelliten. Und Wahoo startet ein bisschen schneller als Sigma. Jetzt hat der Wahoo auch seinen GPS-Fix nach 1 Minute 10. Ja, also ich würde mal sagen, unentschieden. So, ich verbinde noch mal einen Sensor mit dem Sigma. Kann ich auf Einstellungen gehen. Verbindung. Sensor verbinden. Suche alle, dann taucht mein Wahoo Speedsender schon auf, auswählen, bestätigen, verbunden. Ja, maximal einfach. Beide Geräte mit 100% Akku aufgeladen, beide gestartet. Ich wähle beim Wahoo die Route aus. Sigma Rocks Test. Und beim Sigma natürlich auch, da ist sie. Auswählen. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir mal. So, ich stopp mal. Mal gucken, wie das mit der Autopause so funktioniert. Ja, gut, haben beide gemerkt, hat einen Augenblick gedauert, geht eigentlich schneller. Und fahr weiter.
Ja. Naja, beide auch gleich wieder am Start. So, hier ist gerade krasse Sonne und den Wahoo kann man großartig ablesen. Das funktioniert super. Hier oben, ja, da sieht man Spiegel deutlich mehr. Das ist doof, aber trotzdem kann man ihn noch ganz gut ablesen. Aber hier unten spiegelt wirklich gar nichts. Also, ja, ich würde sagen, beim Display ist der Wahoo nach wie vor ungeschlagen. Ansonsten gefällt mir die Kartendarstellung eigentlich ganz gut beim Sigma. Also genauso reduziert wie beim Wahoo mit Informationen. Die brauchen wir auch alle nicht. So, hier nochmal sehr schön der Unterschied. Die Farben beim Wahoo ein bisschen kräftiger. Hier ist gerade etwas unschmeichelhaft. Blendet wieder. Tatsächlich kann man es aber doch ganz gut ablesen. Jetzt geht es hier gleich in den Vasewerk hoch und dann vergleichen wir mal die Steigungsrate. Vielleicht nochmal durchschalten durch die Seiten. Also hier meine Datenseiten. Hier wische ich einfach. Wo ist sie? Da. Geht auch super schnell. Also das ist kein Unterschied. Ja, GPS bei beiden eine 1. Ich kann mir vorstellen, das sind Metergenauigkeit, also beide gleich. 11,5 Grad, Wahoo meint 10 Grad. Ich glaube, Sigma hat eher recht, es sind eher so 12, 13 Grad. Was überhaupt nicht stimmt, hier gerade bei meinem Wahoo, der meint, ich bin in minus 110 Meter Höhe, also irgendwo unter Wasser. Ich glaube, den muss ich mal irgendwie kalibrieren. Sigma meint 5 Meter und ich bin hier direkt an der Elbe, das kommt auf jeden Fall hin. Ja, interessant, Wahoo noch 98% Akku, Sigma 92%. Also tatsächlich scheint der Wahoo-Akku irgendwie ein bisschen potenter zu sein. Oder der Wahoo ein bisschen sparsamer. So, jetzt geht es gleich in den Vasewerk rein. Am Anfang noch flach. So, Sigma sagt 4% Steigung, Wahoo 3,5. So, Sigma schon bei 5% Steigung. Wahoo noch bei 4. Bis noch das Datenfeld geht. 15%. Wahoo mal 13. Ja, und die beiden waren sich mit den Steigungen sehr einig. So, die Abbiegehinweise hier. Wahoo 200 Meter vorher wird es angekündigt. Das ist ganz schön früh. Der Sigma lässt sich ein bisschen mehr Zeit. Der springt 120 Meter vorm Abbiegen an. Da ist er. Beide erkennen Kreisel und meinen, ich soll die zweite rausfahren. Aber ich werde es mal absichtlich falsch abbiegen und mal das Rerouting testen. So, Gas. Erste. Zweite. Soll ich eigentlich rechts abbiegen? Mache ich nicht. So, Wahoo, beide meckern gleichzeitig rum. Wahoo hat schon auch noch eine Alternative vorgeschlagen, das ging sehr schnell. Sigma meint noch, ich soll bitte umdrehen. Mache ich aber nicht. Ich folge mal dem Wahoo, der meint, ich kann hier vorne gleich rechts reinfahren. Jetzt ist auch der Sigma der gleiche Meinung. Also offensichtlich können beide rerouten. Ja, jetzt folge ich mal dem Sigma und nicht dem Wahoo. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Beim Sigma sieht man auch schon wieder die Originalroute in Blau. Bei dem Wahoo ist das tatsächlich problematisch. Da sieht man die Originalroute nicht wirklich, weil die ist nämlich grau. So wie auch die
restlichen Straßen. Ja. Also jetzt geht es hier links, dann bin ich wieder auf der Originalroute. Mal gucken, wie schnell das beide merken. Ja, haben beide gemerkt, dass ich wieder auf dem Track bin. Okay, also Rerouting klappt auch bei beiden gleich gut. Also ein Kopf-an-Kopf-Rennen, würde ich sagen. So, jetzt im Wald mal schauen, wie sich das GPS schlägt. Aber im Moment sind beide 100% eingeloggt auf dem Weg hier. Kein Unterschied. Also das geht bei beiden super. Auch ohne Multiband GPS findet der Sigma Rox hier seinen Weg. So, ein letzter Test von der Aktualität des Kartenmaterials. Hier vorne wurde nämlich die Autobahnbrücke weggerissen. Komoot wusste das natürlich und hat mich über die Behelfsbrücke rüber navigiert. Aber, ja. Und offensichtlich weiß das auch der Sigma. Da ist sie nämlich nicht mehr eingezeigt. Der Wahoo kennt die Brücke aber noch und meint, ich könnte wahrscheinlich geradeaus rüberfahren, was aber eine ziemlich blöde Idee wäre. So, zurück mit dem Sigma Rox 12.1 EFU und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Starten tun beide Geräte ziemlich gleich schnell, aber der Sigma hat irgendwie deutlich schneller GPS-Fix und dann auch gleich richtig. Der Wahoo, der braucht immer eine ganze Weile. Also der braucht so, keine Ahnung, 10 Minuten, bis er so richtig perfekten GPS-Empfang hat. Und die ersten 10 Minuten eiert man da so ein bisschen neben der Spur rum. Das nervt ein bisschen. Und auch später im Wald hat er immer exakt den Weg getroffen. Also kein Vorteil durchs Multiband-GPS konnte ich jetzt jedenfalls auf dieser Runde nicht feststellen. Ja, Steigungsanzeige bei beiden ziemlich gleich. Also am Waseberg waren sich beide ziemlich einig, dass das viel steil ist. Ja, Akku. Nach 1,5 Stunden hat mein Wahoo noch 90% Akku, das Sigma 85%. Also ja, der Wahoo-Akku ist offensichtlich ein bisschen besser. Ist ja auch länger angegeben, ist auch so meine Erfahrung. Scheint alles zu stimmen. Rerouting klappt bei beiden gleich gut. Also ich wurde sofort auf eine Alternativroute geleitet und bin auch wieder auf den Original-Track zurückgekommen, den man tatsächlich auch ein bisschen besser dann sieht auf dem Sigma. Also der Original-Track wird so in Grau dargestellt bei Wahoo. Das ist so ein bisschen schwierig dann festzustellen, dass man wieder on fire ist. Die Karten sind beim Sigma offensichtlich aktueller. Jedenfalls war die fehlende Brücke hier eingezeichnet, beim Wahoo nicht. Ja, das ist mir tatsächlich nicht so ganz klar, in welchen Abständen die geupdatet werden. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Und auch die Geschwindigkeit ist bei beiden völlig identisch. Also durch die Datenseiten blättern, das Drehen der Karte beim Fahren ist bei beiden völlig gleich schnell. Also da gibt es keinen Grund, den einen oder anderen zu bevorzugen. Das mit dem Touchscreen, ja, ist ganz nett, um durch die Seiten zu blättern. Habe ich aber mit dem Wahoo auch kein Problem. Beim Sigma kann man halt hin und her blättern, beim Wahoo kann man nur vorwärts blättern. Ja, aber hat mich auch nie so richtig gestört beim Wahoo. Also ein abschließendes Fazit kann ich gar nicht so richtig geben. Das Display ist beim Wahoo definitiv besser. Also wenn da die Sonne prall rauf scheint, dann sieht man hier beim Wahoo schon mehr und es ist auch besser entspiegelt als das Sigma-Display. Also da geht es eindeutig Richtung Wahoo. Das ist gut. Beim Sigma ist auf jeden Fall das mit den Profilen großartig. Finde ich ganz super. Und wenn man ein Touch-Display haben möchte, kommt auch nur der Sigma in Frage. Funktioniert echt sehr gut. Und auch GPS funktioniert erstaunlich gut beim Sigma. Hatte ich hier überhaupt keine Probleme.
Ich behalte den Sigma jetzt noch mal ein paar Tage oder Wochen. Wenn ihr noch Fragen habt oder ich irgendwas vergessen habe im Vergleich Wahoo Sigma, schreibt das in die Kommentare, dann antworte ich euch oder macht noch mal ein Update nach ein paar Wochen Dauertest. Und ja, wir sehen uns schon sehr bald im nächsten Video. Bis dahin, ciao.